Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Minigame Tuesday. Heute spielen wir mal wieder GeoGuessr. Und vom ersten Eindruck her würde ich sagen Australien. Auf jeden Fall ist es Linksverkehr. Das würde mich schon mal in meiner Vermutung unterstützen. Sehr gut. Wir haben... Aha. A1. Was sagt man dazu? Okay, das Ding ist, so wie ich das hier sehe, ist die A1 extrem lang. Das ist ein bisschen unpraktisch. Okay, die geht von da einmal bis ganz da oben. Das ist ein bisschen... Und da ist auch immer noch A1. Aber das ist eine andere A1 oder... Nee, das... Hä? Warum gibt es mehr... Was ist das denn für ein beschissenes System? Es gibt mehrere A1. Wer hat sich denn das ausgedacht? Ist ja bescheuert. Na, das ist doch mal eine positive Einstellung. Bitte kommen Sie lebend an. 20 Minuten später. Ja, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal so, da, fertig. Okay, es war irgendwo da oben. Sehr bergig auf jeden Fall. Okay, das könnte sehr gut ein europäisches Kennzeichen sein. Das ist schon mal gut. Vielleicht, wir können, ja, so von den Bäumen her, da sind Berge und so, wir können durchaus in Skandinavien sein. Ja, wir sind definitiv in Skandinavien. Definitiv. Die Frage ist, wo in Skandinavien? Wir sind in Norwegen. Okay. Soweit, so gut. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Wir sind in Norwegen. Das ist schon echt eine geile Landschaft. Das Problem ist, mir wäre hier tatsächlich eine Stadt lieber, weil da würde ich mehr Hinweise finden. Ich weiß halt, dass ich in Norwegen bin, aber das ist bis jetzt auch alles, was ich weiß. Aha, aber da haben wir eine Straßennummer 86. 86. Da ist die 86, ich habe sie gefunden. Lol. Und da ist Grüllefjord. Okay. Frage ist, wo sind wir? Wait. Das war das, wo ich vorhin war. Da war ich vorhin. Safe. Safe war ich da vorhin. Und ich glaube, ich bin dann in die Richtung gefahren, oder? Über diese Brücke, genau. Und dann... Das war safe das. Warte, ich gehe da hier nochmal zurück. Ja, das ist das. Lol. Ich fahre Richtung Westen, so mehr oder weniger. Also bin ich wahrscheinlich jetzt da, ja. Ja, genau, ich bin hier, oder? Da bin ich direkt am Wasser. Bin ich da vielleicht ungefähr? Moment. Hier kommt eine Kurve nach links. Und dann hier führt eine Straße nach rechts ab. Das könnte hier sein. Das hier macht nicht wirklich Sinn. Ich sehe hier keinen Bach. Aber das würde Sinn machen hier mit dieser Straße.
Und dann kommt da, das könnte das da sein. Und dann kommt hier die Kurve, genau. Und dann geht's da rein. Ja, das sieht richtig aus. Das sieht richtig aus. Okay, das heißt, ich bin vor... Boah, das ist schwer zu sagen. Das ist schwer zu sagen, wo ich genau bin. Aber ich würde sagen, ungefähr da. What? Hä, da? Ich meine, okay, das war hier so, das war auch mein erster Gedanke mit hier mit diesem See und so. Aber, naja, gut. Was ist denn heute los? Das sieht wieder sehr so aus, als wären wir wieder in Skandinavien. ...394. Dann gucken wir doch mal. Schweden sieht gut aus. Schweden hat die richtigen Farben. Weiß auf Blau. Norwegen haben wir eben schon festgestellt, was die haben. Wie sieht es denn bei Finnland aus? Was haben die? Doch da, gelb. Okay. Finnland ist gelb. Dänemark wäre eine Option. Nee, ist auch gelb. Okay. Wie sieht es mit Island aus? Island ist weiß. Alles klar. Wir sind in Schweden, würde ich mal sagen. Weil Schweden hat als einziges skandinavisches Land weiß auf blau. Jetzt muss ich natürlich irgendwie die 394 finden. 305. Ja, wow. Das hilft mir jetzt auch nicht wirklich weiter, weil die habe ich auch nicht gefunden. Hä? Kiruna. 100. Kiruna ist da. 154. Richtung Westen. Das ist eine hilfreiche Info. Also Kiruna. Was da ist Richtung Osten. Und Gällivare, was da ist Richtung Süden. 395. Das ist die 395. Ich hab sie. Ich hab die 395, lol. Und ich bin an der Kreuzung mit der 394. Das heißt, wenn ich die finde, da weiß ich genau, wo ich bin. 395. 394. Ich bin gerade genau an dieser Kreuzung hier. Da soll ein Fluss sein? Wo? Ich sehe da keinen Fluss, aber gut. Also, ich bin an dieser Kreuzung hier. Und ich bin auf der 394 entlang gefahren. So, kann es sein, dass ich an dieser Kreuzung hier gestartet bin? Weil da geht's nach Terrendö rein. Warte mal. Sagwer. Tallenwägen. Ist hier irgendwo ein Straßenname? Ich sehe keinen Straßennamen. Verdammt. Ich guck mal hier. Aber das würde Sinn machen, weil hier ist auch ein Fluss daneben und da ist ein Fluss daneben. Ich glaube, ich bin tatsächlich an dieser Kreuzung. Und dann ist da so ein Weg, der dann nach da geht. Moment.
Dann müsste ich ja gleich hier an so eine andere Kreuzung kommen, wo es links dann über eine Brücke geht. Ja. Wow, die Brücke ist wegen Bauarbeiten geschlossen. Aber dann macht die Straße da so einen Knick. Ja, ja. Das ist tatsächlich richtig. Ich bin an dieser Kreuzung hier. Da ungefähr. Nice, 5 Meter. Sehr gut. Runde. Ja. Okay, wir haben hier auf jeden Fall schon mal Kakteen. Hä? Okay, warte mal. Das Straßenschild steht auf der linken Seite. Das würde bedeuten Linksverkehr. Und what the fuck ist das für ein komisches Vorfahrt-Gewehrenschild? Weiß mit Blau? Das habe ich noch nie gesehen. Das ist aber ganz komisch. So von den Namen her hätte ich jetzt auch wieder gesagt, das ist vielleicht irgendwie skandinavisch, aber nein, das ist definitiv nicht Skandinavien. Wolmaranstad, Sendelingsfontein, Riedfonteln? Was? Diese Namen, die klingen fast ein bisschen niederländisch, aber das sind definitiv nicht die Niederlande. So viel ist klar. So von dem Aussehen her, das könnte halt überall sein. So, das könnte in Afrika sein, das könnte Australien sein, könnte theoretisch auch irgendwo in Russland sein, könnte auch irgendwo in der Mitte von den USA sein, also überall halt. Aber was mich halt komplett verwirrt, sind diese Schilder mit Namen, die klingen, als wären sie in den Niederlanden, und dieses komische Vorfahrt-Gewehren-Schild mit Blau. Ist das zwar wieder so komisch? Ne, hier ist es normal. Hä? Hier ist ein normales Vorfahrt. Ist ganz komisch hier. Ey, ich habe keine Ahnung. Ich will jetzt auch nicht Ewigkeiten rumsuchen, weil die Aufnahme geht schon über eine Stunde. Von daher sage ich jetzt einfach mal hier irgendwo in Afrika. Südafrika war es. Ah, okay. Warum zur Hölle haben die dann die Städte da Namen, die klingen, als wären sie in den Niederlanden? Hartbeesfontein, das klingt halt eins Klerksdorp. Das ist halt wirklich ein. Was zur Hölle? Was ist das für eine Straße, Junge? Es sieht irgendwie nicht so aus, als würde da ein Auto drauf passen. Gelbe Nummernschilder. Das Lenkrad ist auf der rechten Seite. Wir haben Linksverkehr. Gelbe Nummernschilder, das könnte bedeuten, dass wir uns in Großbritannien befinden. Aha, eine etwas größere Straße. Afrika, warte mal. Africa Express Line? Wir sind in Afrika? Okay, das passt jetzt gar nicht in. Meilen pro Stunde? Was? Jetzt bin ich komplett verwirrt. Wir haben gelbe Nummernschilder, wir haben Linksverkehr, wir haben ein Fahrzeug, auf dem irgendwas mit Afrika steht, und wir haben ein Fahrzeug, auf dem Meilen pro Stunde steht? Was? Wir haben auf jeden Fall englischsprachig. Das ist klar. Okay. .co.uk, damit ist es confirmed, das ist definitiv Großbritannien. Gut. Jetzt ist die Frage, wo? Das sieht doch schon mal gut aus.
Wir haben Straßennummern. Brighton. Warte mal, Brighton ist auf jeden Fall ein Name, den ich schon mal gehört habe. Brighton, da ist es. Okay. Brighton, London. Da unten ist Brighton, da ist London. Ich befinde mich also irgendwo dazwischen. Bin ich auf der A280? Was? Sind wir da? Sind wir hier? Ja, sind wir. Das ist das da. Das ist hier das. Genau. Da ist hier diese Schule. Da ist diese Schule. Sehr gut. Und hier bin ich drauf gefahren. Ja, das ist die Straße hier, genau. So. Okay, hier macht die Straße. Nee, da. Das ist hier, das ist diese Kurve. Da ist so ein Weg und hier die Straße macht einen Knick nach da. Okay. Das ist das. Da, das sind diese Häuser. Das sind die Häuser hier. Und ich würde sagen, ich bin ungefähr auf halber Strecke dazwischen. Also so ungefähr da. 95 Meter. Nice. Damit haben wir nochmal 5000 Punkte bekommen. Also hier eine perfekte Runde gerade in England. Wir hatten eine fast perfekte Runde in Norwegen. Wir hatten eine komplett perfekte Runde in Schweden. Und wir hatten 2 Runden, wo ich absolut keine Ahnung hatte. Eine, wo ich immer in das Land wusste und eine, wo ich wirklich nur raten konnte. Naja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder mit einem anderen Spiel beim Minigame Tuesday wieder. Bis dann.